Oktopus, Säbchen, Riesenkalamar, das sind alles schon sehr viele verschiedene Begriffe, die manchmal ein bisschen verwirrend sind. Aber das können wir festhalten, das sind alles Tintenfische. Ich bin hier im Exotarium im Frankfurter Zoo und bei mir ist jetzt Tierpflegerin Samantha Wood. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes. Es könnte nämlich jeden Moment so weit sein, dass hier ein paar Tintenfischbabys bzw. Säbchen schlüpfen. Jetzt aber erstmal, was ist denn am Tintenfisch, der jetzt erstmal nicht so speziell klingt, doch so besonders, Frau Wood? Oh, da gibt es super viel. Also zum einen haben die ja 8 Tentakel und dann noch 2 Fangarme, die versteckt sind in Manteltaschen. Und wenn die Beute fangen, dann schießen die raus und schnappen sich so die Beute. Wow, da sehen wir das auch schon richtig schön. Das sind jetzt Säbchen, nicht wahr? Genau, das sind die Säbchen, das ist der gewöhnliche Tintenfisch. Also man sieht ja auch schon, dieses Farbenspiel, wie die blitzschnell teilweise die Farbe wechseln können. Wahnsinn. Und die sind ja auch wahnsinnig intelligent, habe ich gehört. So die Weisen der Meere. Genau, die gehören eigentlich zu den Weichtieren. Also das ist die gleiche Gruppe wie Schnecken und sonst irgendwas, da hält man ja nichts von. Aber die haben dafür ein sehr, sehr großes Gehirn. Die können auch super gut sehen. Die reagieren auf unterschiedliche Menschen unterschiedlich. Die wissen genau, okay, jetzt gibt's Futter, jetzt gibt's kein Futter. Deswegen sind die wahrscheinlich alle gerade da oben, die warten alle, die haben alle Hunger. Die wissen genau, aus der Ecke kommt immer das Futter. Deswegen sitzen die jetzt auch alle da oben. Und die haben aber auch ein sehr besonderes Sexualleben, würde man gar nicht meinen. Ne? Genau, also die werden meistens so an die 2 Jahre alt und so zum Ende hin werden die dann fortpflanzungsfähig. Dann kriegen die den Trieb. Die Männchen, die kloppen sich dann um die Weibchen und dann gibt's Zoff und dann hier und da, bis die sich das halt so ausgemacht haben. Du gehörst mir, du gehörst dahin. Also da bilden sich halt auch richtige Pärchen. Und das Männchen, das gibt dann halt sozusagen Spermien an das Weibchen. Das Weibchen legt dann ein paar Stunden später die Eier. Oh, das geht schnell. Genau, das geht recht schnell, ja. Und die bleiben dann auch sozusagen bis ans Lebensende zusammen, weil so lange ist es dann leider nicht mehr bis zum Lebensende, wenn die Eier gelegt haben. Wenn die erstmal angefangen haben, Eier zu legen und sich fortzupflanzen, das dauert auch so ein paar Wochen, bis die fertig sind. Aber in der Zeit fahren die schon runter. Also die fressen nicht mehr so viel. Die werden so ein bisschen träge. Die sind so ein bisschen bei den Eiern, machen hier und da noch mal ein paar mehr Eier. Ja. Und dann irgendwann so ein paar Wochen später sterben die auch. Das ist ganz normal. Das ist im Zoo so, das ist in der Natur so. Okay. Das passiert einfach. Okay, also sozusagen dann Lebensaufgabe erfüllt und Genau. ein bisschen traurig ist es, Ja, aber aber so ist es nun mal. deren So Ziel es nun ist, sich fortzupflanzen und das war's dann. Ja. Jetzt sind da auch einige Eier schon drin. Genau, wir haben hier an der Pflanze sind ganz viele Gelege. Also wenn die anfangen zu legen, machen die immer so einzelne Gelege, da sind dann ordentlich viele Eier und die sind alle an diesen Pflanzen angeheftet. Wir haben ein paar rausgeholt, weil wir halt auch gucken wollten, ob die schlüpfen, ob die befruchtet sind. Die haben wir hier in dem Becken drin. Da sieht man die einzelnen Eier ganz gut, also auch diese Tropfenform sozusagen. Die fangen jetzt auch nach und nach schon an zu schlüpfen, also die kann man auch bald sehen, die Babys. Ja. Und dann können wir tatsächlich, wenn die geschlüpft sind, die hier auch im Exotarium Genau, nochmal also genauer hier angucken. in dem Becken werden wir auf jeden Fall Babys haben. Super, schön. Also vielen lieben Dank, Frau Wood. Gerne. Wahnsinnig interessante Tiere Auf jeden sind das. Fall, ja. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, hier noch mal vorbeizukommen, zum Beispiel jetzt noch in den Ferien das Exotarium besuchen und vielleicht den eigentlich gewöhnlichen Tintenfisch noch mal aus einer komplett neuen Perspektive kennenlernen.